Insta360 und zwar die One X2. Dazu hat diese Kamera jetzt da so ein bisschen Fell dran. Ich könnte die auch mal noch als Frontkamera testen. Fi-Skala 2 geholt, also ein Testschirm, versteht sich. So, hallo. Ich will im Verlauf von diesem Jahr neue Videos produzieren. Und weil ich es langweilig finde, immer nur so weiterzumachen wie bisher, versuche ich halt immer irgendwas zu verbessern. Und ein Teil von diesen Verbesserungen ist eben auch die Ausrüstung und die muss man halt testen. Jetzt ist Mitte Januar, da gibt es in der Regel noch nicht so viel Thermik. An der Lenk gab es dann aber doch sehr gutes Wetter und immerhin so ein bisschen Thermik. So, jetzt aber zur Ausrüstung, die ich getestet habe. Einerseits habe ich mir mal eine Insta360 gekauft und zwar die One X2. Dazu kommt der Power Selfie Stick. Und ich wollte mich ja mal noch um die Reduzierung von den Windgeräuschen bei der Frontkamera kümmern. Dazu hat diese Kamera jetzt da so ein bisschen Fell dran. Offenbar soll das die Windgeräusche drastisch reduzieren. Und weil ich ja meine GoPro Max jetzt mit der Insta360 abgelöst habe, dachte ich mir, ich könnte die auch mal noch als Frontkamera testen. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon mal testen gehe, könnte ich ja gleich auch mal noch einen neuen Schirm testen. Und dazu habe ich mir dann eine Fi-Skala 2 geholt. Also ein Testschirm, versteht sich. Also schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Als erstes mal zur Insta360. Warum habe ich mir überhaupt eine neue 360° Kamera gekauft? Die GoPro Max hat das Problem, dass bei der Methode, wie ich die Kamera montiere, dass da der Horizont nicht so wahnsinnig gut stabilisiert wird. Insbesondere auf der Timelapse, die ich ja ständig anwende, sieht man, dass der Horizont einfach immer so wobbelt. Von anderen Videos, die ich bisher gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass die Insta360 das irgendwie viel besser im Griff hat. Jetzt kommt die nächste Frage. Warum kaufe ich mir denn nicht das aktuelle Modell und die X2? Hauptpunkt ist natürlich der Preis. Ich habe die bei einer Black Friday Aktion für 320 Schweizer Franken gekriegt. Die X3 kostet da mindestens 100 bis 200 mehr. Dann habe ich mir verschiedenste Videovergleiche angeschaut. Der Hauptunterschied ist bei Nachtaufnahmen, was ja für mich zum Gleitschirmfliegen eigentlich völlig irrelevant ist. Bei Aufnahmen am Tag musste ich einfach sagen, hey, ich kann nicht sagen, welche ich besser finde, es spielt eigentlich keine Rolle. Dazu kommt, dass die X3 eher ein bisschen schwerer ist, was jetzt für meine Anwendung eigentlich eher ein Nachteil ist. Aber kommen wir zur eigentlichen Frage, wie sieht das jetzt mit der Stabilisierung aus? Also das ist jetzt die GoPro Max mit 15-facher Geschwindigkeit und das ist die Insta360 mit 15-fach. Achtet mal auf die Bewegungen vom Horizont auf der Seite. Ich finde also, der Unterschied ist schon ziemlich beeindruckend. Aber jetzt schauen wir uns das mal noch mit 120-facher Geschwindigkeit an. Bei meinen bisherigen Videos habe ich das eigentlich nie so verwendet, weil mit der GoPro Max, da kriegt man ja die Krise. Aber mit der Insta360 ist es gar nicht so übel. Ergebnis von diesem Test, ganz klarer Win. Okay, nächster Test, der Power Selfie Stick. Was ist der Power Selfie Stick? Das ist ein Selfie-Stick, der ist teleskopisch ausziehbar und hat da eine Powerbank integriert. Jetzt schraubt man da die Insta360 drauf und verbindet die nachher mit einem Kabel. Die Idee ist bestechend. Ich habe ja bisher jeweils ein Kabel um den Selfie-Stick rumgewickelt und unten eine Powerbank dran geklebt. Das wäre eigentlich schon sehr viel eleganter so. Allerdings schon mal so viel vorweg, das hat überhaupt nicht funktioniert. Erstes Problem ist mal, man kann diesen Selfie-Stick nicht arretieren, das heißt, der ist immer frei beweglich. Wenn ich den also hinten in den Rucksack reinstecke, dann drücke ich den gleichzeitig auch wieder zusammen. Das wäre jetzt noch kein Killerkriterium, ist aber schon mal so ein bisschen suboptimal. Jetzt aber zum eigentlichen Problem, ich habe diesen Selfie-Stick bereits zerstört. Ich musste, als ich das Gurtzeug bereits anhatte, an der Kamera nochmal schnell was nachschauen und habe dabei den Stick so rüber zu mir gezogen. Das mache ich ziemlich häufig und bisher hat das jeder Selfie-Stick eigentlich problemlos überlebt. In diesem Fall hat sich der aber komplett verbogen und ist auseinandergefallen, da kommt das Kabel raus. Für meine Anwendung ist dieses Ding also komplett unbrauchbar. Dazu kommt noch, dass es hier unten so praktische Knöpfe hat, um die Aufnahme zu starten oder die Kamera an- und auszuschalten. Wenn ich diesen Selfie-Stick im Rucksack habe, dann kann es einfach ziemlich schnell mal passieren, dass diese Knöpfe aus Versehen gedrückt werden, was eigentlich auch scheiße ist. Noch ein weiteres Problem, dieses Kabel hier, das ist ja nicht abgewinkelt und ziemlich dünn und nicht so wahnsinnig robust. Zuerst dachte ich ja, ist ja eigentlich egal, aber es ist eben doch ziemlich exponiert. Es ist mir bereits an diesem ersten Tag passiert, dass dieser obere Stecker abgeknickt ist und dadurch gefährdet die Kamera. Nicht geil. Da bleibe ich denn doch lieber bei meinem Kabel mit dem abgewinkelten Stecker. Ich kann das Kabel hier oben befestigen und dann sollte das eigentlich auch noch unsichtbar bleiben. Da ist meine bisherige Lösung einfach definitiv besser. Also Power Selfie Stick
Für meine Anwendung klarer Fail. Und dann kommen wir mal noch zur Frontkamera. Ich habe ja da die Hero 8. Die Hero 8 hat hier 2 Mikrofone und hier eins. Ich habe mir jetzt auf AliExpress diese Kunstfellstückchen mit Aufkleber besorgt, in der Hoffnung, damit die Windgeräusche reduzieren zu können. Und hat das funktioniert? Nun ja, teils, teils. Diese Kleberinge von AliExpress halten halt nicht so wahnsinnig gut. Also ich kann jetzt hier dieses Fell einfach wieder lösen. Jetzt sieht man hier diesen Ring, der da drauf geklebt ist. Damit sollte das eigentlich halten. Bei meinem ersten Start hat sich das aber gleich gelöst und so konnte ich den Test nicht so richtig durchziehen. Aber bereits mit nur einem Fellstückchen hatte ich den Eindruck, die Klangqualität sei eigentlich bereits besser. Ich werde als nächstes jetzt diese Dinger mit anderem Leim noch viel besser ankleben und dann mache ich da nochmal einen Test. Wenn also das Abkleben vom zweiten Teil nochmal eine deutliche Verbesserung bringt, dann wird es schon ziemlich gut. Und dazu habe ich ja noch die AI-gestützte Rauschentfernung, die auch schon ziemlich viel bringt. So, jetzt habe ich noch versucht, die GoPro Max als Frontkamera zu verwenden. Das wäre natürlich ganz geil, wenn ich da noch zusätzliche Perspektiven hätte, die ich euch zeigen könnte. Aber weil ich ja mit der Frontkamera auch Audio aufnehmen will, habe ich bei dieser Kamera halt auch mal alle Mikrofone mit diesen Fellstückchen abgeklebt. Jetzt hat die nicht nur 2 Stellen für Mikrofone, sondern sie hat hier, hier und hier jeweils 2 Mikros drin. Und jetzt sind ja hier jeweils diese Linsen. Wenn ich also da und da Fell drauf klebe, ist das Problem, das ist dem Bild im Weg. Und ihr seht, das sieht jetzt ziemlich bescheuert aus. Okay, es sieht zwar doof aus, aber hat es immerhin was gebracht. Zweites Flügel mit der Skala und meinem neuen Kamerasetup. Das Mal habe ich die Frontkamera den richtigen Weg montiert. Naja, das sind jetzt nicht ernsthaft weniger Windgeräusche als vorher, dafür ist die Stimme ein bisschen weird und verzerrt. Das müsste ich wohl noch komplett anders angehen mit Abdichten. Aber weil das ja sowieso nicht funktioniert mit dem Bild, werde ich da jetzt wohl keine weitere Zeit mehr investieren. Also solange ich die Audioaufnahme nicht auf irgendeine andere Art mache, funktioniert das nicht. In dem Moment GoPro Max als Frontkamera, fail. So, und jetzt wollt ihr sicher noch wissen, was ich von dieser Viehskala 2 halte. Also, ich bin jetzt 1,5 Stunden in super schwacher Winterthermik mit dem Teil rumgeflogen. Allein aufgrund von dem kann man eigentlich noch keine Aussage zu dem Schirm machen. Außerdem habe ich auch noch nicht so wahnsinnig viele Schirme Test geflogen und habe auch überhaupt keine Ahnung von Akromanövern und so. Ich glaube, ich bin eigentlich nicht die qualifizierteste Person, um darüber Aussagen zu machen. Aber weil ich halt weiß, dass ich ansonsten wieder haufenweise Kommentare dazu kriege, gebe ich euch halt mal einen groben ersten Eindruck. Geflogen bin ich die Größe 21, die geht von 95 bis 115 Kilo, erweitert bis 120. Mein Abfluggewicht war bei gut 105 Kilo. Es wurde mir empfohlen, diesen Schirm nicht voll beladen zu fliegen. Also, beim Starten hatte ich keine größeren Probleme. Tendenziell habe ich den Eindruck, es sei eher einfacher als der Allegro, aber nach 3 Starts kann man nicht allzu viel sagen. Dann ist der Bremsdruck ziemlich hart, was ich grundsätzlich mag. Das Feeling auf den B-Leinen finde ich in ruhiger Luft ziemlich angenehm. Interessant wäre das aber eigentlich vor allem in turbulenter Luft. In der Thermik hatte ich den Eindruck, der Schirm sei relativ gedämpft. Ich bevorzuge ansonsten eigentlich eher kommunikativere Schirme. Bei der Skala hat mich diese Gedämpftheit aber bisher noch nicht gestört. Um das wirklich rauszufinden, müsste ich sie natürlich noch viel mehr fliegen. Und dann noch ein weiterer Punkt, dieses Ding ist wahnsinnig agil. Beim Wingover fliegen kann man also wirklich einfach einmal ausholen und beim nächsten Mal ist man schon bereits über 90 Grad. Bezüglich Leistung kann ich selbstverständlich noch überhaupt keine Aussage machen. So. An alle, die meine Videos lieber wieder auf Schweizerdeutsch hätten, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich bin das weiterhin noch am Ausprobieren und irgendwann wird es dann wahrscheinlich mal noch ein Schweizerdeutsch versus Hochdeutsch Video geben. So oder so kannst du damit rechnen, dass ich dieses Jahr auch noch das eine oder andere Video produzieren werde. Falls du mich dabei unterstützen willst, könntest du mir auf Buy Me a Coffee ein Bier ausgeben. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. So, und falls du Ogoi noch nicht kennst, das ist mein Tool für die 3D-Visualisierung von Gleitschirmflugtracks. Dazu könntest du dir dieses Video hier anschauen oder schau dir auf dieser Serie an, wie mein Kumpel und ich 6 Tage lang mit Biwak und Gleitschirm unterwegs sind. Diese Serie ist auf Schweizerdeutsch, wenn du das aber nicht verstehst, gibt es immerhin hochdeutsche Untertitel. Nun gut, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao allerseits.